Ja, das ist aber so. Ja, aber das ist unerklärlich, dass ein Erling Haaland in einer Stunde heutzutage mehr verdient als du früher in einem Monat. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Sonntagsshows. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, eine ganz besondere Folge. Bei mir ist heute Ex-Bundesliga-Profi und mein Papa Jupp Bläser. Papa, ich freue mich, dass du den Weg in meinen Podcast geschafft hast. Freut mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank, sehr gerne. Sehr gut. Ja, über was reden wir heute? Wir reden heute natürlich über Fußball, das ist klar. Grundlegendes Thema aus deiner Erfahrung heraus natürlich auch wird sein Fußball heute, Fußball damals. Kurz für die Leute, ich möchte dich natürlich ein bisschen vorstellen. Viele kennen dich natürlich, aber vielleicht kennen sie auch nicht alle Jahreszahlen. Ich hoffe, dass ich sie alle hinkriege. Ich habe es mir trotzdem aufgeschrieben. Hoffe, dass ich die alle richtig habe. Du hast gespielt bis 1971 bei Merzenich, Ja. kleiner Dorfclub bei Köln. Ja. Stimmt aber nicht ganz, tut mir leid, aber 1970 war es. Ja, bis 1971 steht in Google drin. Von 1971 bis 1974 beim 1. FC Köln. Ja. Ja, deswegen natürlich auch, ihr wisst, ich ziehe immer passend zu meinen Studiogästen das passende Trikot an. Heute natürlich auch meine Herzensangelegenheit, ein FC-Trikot. Deswegen auch der 1. FC Köln. 21 Spiele, wie viele Tore? 1. 1, weiß ich, genau. Von 1974 bis 78 bei Alemannia Aachen. Und jetzt bin ich gespannt, ob du weißt, wie viele Tore du da geschossen hast. Eine Menge. Ich denke mal 14. Richtig, passt wunderbar. Wie viele Spiele? Über 140. Ja, 148. Stimmt. Ja. Karriere ging dann weiter nach Österreich. Da bin ich dann auch geboren worden. Von 1978 bis 82 für den Lars Klinz. Ja. 89 Spiele. Ja. 3 Tore. Richtig. Ich muss dazu sagen, Papa war Vorstopper, wie man es früher sagt, ja, oder früher gesagt hat. Jetzt ist es der typische Sechser. Du warst Vorstopper und da schießt man natürlich nicht so viele Tore, ist auch klar. Aber es waren doch einige dabei. Bisherige Erfolge. Deutscher Vizemeister mit dem 1. FC Köln. Darf ich zuerst mal was sagen? Bitte gern. Deutscher A-Jugendmeister. Ja, das also kommt deutscher Meister. Ja. Da wird's mal zuerst. Und dann machen wir weiter. Okay, also 1971 tatsächlich, ich habe es aber trotzdem draufstehen. Ja. Ich weiß es aber auch, deutscher A-Jugendmeister mit dem 1. FC Köln. Ja. Unter anderem auch mit Toni Schumacher im Kader. War nicht dabei? Nein, der war bei Merz. Toni Schumacher war, nee, der war in Ostthüringen, der kam ein Jahr später. Ja, später, okay. Aber es waren einige dabei. Es war dabei Herbert Neumann, Jürgen Glowacz, Herbert Hein, Harald Konopka, Georg Bosbach und ich, die dann Profis wurden später. Also vor allem, ja, die ältere Generation werden diese Namen auf jeden Fall noch kennen, kommen auf jeden Fall dann noch dazu, zu den Kollegen. Warst 1973 im DFB-Pokalfinale. Werden viele Leute noch wissen, es war das Finale, wo sich Günter Netzer selber eingewechselt hat gegen Borussia Mönchengladbach und dann auch das entscheidende Tor geschossen hat. Also völlig kuriose Geschichte. Da warst du mit dabei, hast zwar nicht gespielt, aber warst im Kader auf der Bank. Und 1973 dann deutscher Vizemeister. Der nächste große Erfolg war erst vor kurzem, und zwar du hast dieses Buch rausgebracht. Ich war dabei, ich habe es natürlich sofort gelesen, ist klar. Viele, viele weitere Leute aus unserem Umfeld haben das auch gelesen. Ein wunderbares Buch über die Bundesliga, kann man sagen, über deine Zeit in der Bundesliga, ja. Mit ganz, ganz vielen super, super interessanten Geschichten. Also es ist wirklich ganz toll zu lesen. Und dieses Buch will ich auch in diesem Podcast hier verlosen. Wir verlosen 5 Bücher. Es ist ganz einfach mitzumachen. Liked dieses Video, kommentiert das Video mit dem Wort Jupp und abonniert meinen Kanal. Und schon seid ihr bei dem Gewinnspiel dabei. Wirklich toll zu lesen. 5-mal gibt es dieses Buch zu gewinnen. So, dann würde ich sagen, starten wir in die Runde. Ja. Thema, Papa, ist Fußball damals zu heute. Was würdest du sagen, ist grundlegend der Unterschied zu damals? Grundlegend schon mal die Gehälter.
Ja, richtig. Ja, das muss man schon als erstes mal sagen, weil früher war es ja so, wenn du angefangen hast, ich denke an meinen ersten Vertrag mit dem 1. FC Köln mit 1000 D-Mark brutto im Monat. Und das war schon eine Zeit, wo wir mit Prämien und alles zusammen kamst vielleicht 5.000, 6.000 Euro im Monat, D-Mark, Entschuldigung. Aber das war damals sehr viel Geld. Ja, wenn ich dann denke, mein Vater hat 1800 Mark verdient als Schlosser und ich verdiene das Dreifache davon als junger Kerl, dann war das doch eine Menge Geld. Aber was das Spielen anbetrifft, ist das Tempo. Das unimmense Tempo. Ja. Was heute gespielt wird, war nicht der Fall. Ich bin überzeugt davon, von der Trainingsanlage her haben wir mehr trainiert wie die heute. Ich mag aber noch mal zu dem Gehalt zurückkommen. Ja. Also Gehalt, ja, ist richtig. Aber man muss ja auch sagen, also das, was du früher verdient hast, verdient ein Erling Haaland gerade ungefähr in der Stunde mit dem Gehalt. Aber war es denn auch nicht so, dass man sagt, also so finde ich, es war natürlich auch so, dass nicht so viel Werbemaßnahmen gemacht worden sind. Es gab kein Merchandising und so weiter. Die Vereine haben doch nicht so viel Geld gehabt früher, oder? Nein, die Vereine lebten früher von den Zuschauereinnahmen. Im Fernsehen Also war ja ausschließlich? Genau, im Fernsehen war ja nur die Sportschau, Samstagnachmittag, und in dieser Sportschau gab es 3 Spiele. Die vermutlich besten 3 Spiele des Spieltages wurden gesendet, die Rest wurden vorgelesen. Also der Rest hatte dann, ich sage jetzt mal Braunschweig gegen Bremen, 2-2, Torschützen die und Ende der Sendung. Das war's dann. 3 wurden übertragen. Abends im Sportstudio wurden alle Spiele übertragen, aber nur 2 Minuten pro Spiel. Ja, also vom Fernsehen gab es nicht zu viel. Das Einzige, was am Merchandising da war, waren Kölschgläser in Köln, so kleine Fahnen. Und wenn du Glück gehabt hast, einen Schal, und dann war das Thema vorbei. Und Trikots und so weiter wurden selber gebastelt? Nein, es gab gar nichts. Ja. Oder ist es gerechtfertigt, dass die Spieler heute dieses Geld verdienen? Was würdest du sagen? Ja, es gibt einfach den Markt her. Ja, das ist einfach der Markt her. Ich meine, es ist viel zu viel Geld im Umlauf in der heutigen Profizeit. 25 Millionen im Jahr. Wer verdient es auf der Welt? Ich weiß es nicht, ich kenne noch keinen. Ist das ein Fußballspieler wert? Würdest du sagen, ein Mensch ist sowas wert? Nein, natürlich nicht. Nicht? Ist überhaupt kein Mensch wert. Ja. Überhaupt kein Mensch auf der Welt ist dieses Geld wert. Und weil zu viel Armut auch auf der Welt ist. Ja, ich kann es nicht zu viel beurteilen. Ich kenne ja viele Spieler, die viel Geld abgeben. Ja. Ich weiß, dass Ronaldo und Messi massenweise Geld an arme Leute geben. Ja, und ich weiß auch, was Franz Beckenbauer gemacht hat, was Wolfgang Overath gemacht hat. Heute noch, Wolfgang Overath gibt heute noch mit seiner, wie nennt man sowas? Stiftung? Ja, mit seiner Stiftung macht er heute noch so viel in der Siegburger Gegend. Und die Spieler, die früher nicht so viel verdient haben, die machen wirklich heute noch einiges. Aber man hört nichts von den jungen Spielern. Ich glaube aber auch viel, die lassen sich auch nicht raushängen tatsächlich. Die haben ihre Stiftungen. Ja, natürlich. Unter anderem auch Philipp Lahm und wie sie alle heißen. Auch Tobi Schweinsteiger macht ja mit den Bananenflankern. Also viele halten das zurück. Aber glaubst du, dass die Jungen machen das eher weniger, oder? Man hört nichts. Ich weiß nicht, ob sie es machen oder nicht genannt werden. Man hört einfach nichts. Ja, wäre interessant. Vielleicht machen das die meisten nur im gehobenen Alter. Möglicherweise, ja. Oder nach der Karriere. Ja, also wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass die Summen, die in der Welt bezahlt werden, ja, jetzt nehmen wir mal Cristiano Ronaldo, ich glaube, der liegt mittlerweile bei 300 Millionen. Also das sind Summen, die unfassbar sind. Netto. Netto. Die unfassbar sind, wo man viele, viele Menschen retten könnte und so weiter. Das ist schon, schon enorm. Also da bin ich auch autark, dass das eine sehr, sehr krasse Summe ist. Aber die Frage ist, wo führt es hin? Weil das muss ja irgendwann mal Vielleicht gibt es mal einen Knall irgendwann, dann ist da Ruhe. Ja. Aber solange da die Scheichs mitspielen und in England sämtliche Vereine aufkaufen und sich das als Hobby leisten, alles, und sagen, okay, jetzt komme ich schon mal der Ronaldo, der kostet mir 500 Millionen, da ist der Scheck und Wiedersehen. Ja, und das ist nicht gut. Würdest du sagen, dass eine Grenze nicht schlecht wäre, wo man als Verband sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter? Weil wir reden jetzt mal die letzten 10 Jahre, wie sich das ja entwickelt hat. Ich habe letztes Mal ein Interview von Odonka gehört, der ist für 25 Millionen
Millionen verkauft worden. Dafür kriegt man heute gerade einen Zeugwart für das Geld, übertrieben gesagt. Aber wir reden von 10 Jahren. Wie schaut es in 20 Jahren aus? Es kann ja nicht nur um Milliarden dann gehen. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wenn eine Grenze gezogen wird, dann wird es schwarz bezahlt. Ja, da wird das so gesagt, der eine verdient jetzt nicht 25 Millionen, der kriegt 10 Millionen, aber der gibt 12 Millionen, geben wir schwarz. Ja, also die Möglichkeit sind immer alle offen. Das war immer so und wird immer so bleiben. Grundsätzlich zur Veränderung damals heute, wie siehst du die Trainingsgegebenheiten? Was ich mich immer frage ist, man kennt ja die Größen wie Pelé, Maradona, Beckenbauer, Overath und Co. Ich frage mich aber immer, wenn ein Maradona heute bei Bayern spielen würde oder bei Real Madrid, wäre er genauso gut oder nicht? Natürlich wäre er genauso gut. Ja? Ja, sicher. Weil wenn man die Spiele von früher anschaut, es ist schon, Einschläfern ist vielleicht jetzt zu wenig gesagt, zu schlimm gesagt, aber es ist schon, die Geschwindigkeit ist eine andere. Ja. Die Frage ist immer, wären die genauso gut? Oder andersrum gesagt, wenn Messi früher gespielt hätte, was hätte der gemacht? Ja, das Talent haben die ja. Es ist immer so, zum Beispiel Messi, Beckenbauer, wie sie alle heißen, die hätten heute auch spielen können. Die wären ja mit diesem alle aufgewachsen. Ja, das Training, was heute stattfindet, die würden das ja lernen von Haus aus. Es ist klar, gehe in die Schule und habe Englisch und lerne Englisch gleich mit. Und dann habe ich das später nicht, das Englische. So, aber wenn ich es gleich mitlerne, habe ich es später. So. Und wenn so riesen Fußballer wie der Wirtz jetzt heutzutage, wenn ich den mal nennen darf, der Wirtz und Ronaldo und wie sie alle heißen, alle könnten heute mitspielen, die früher gespielt haben, weil sie einfach das angelernt bekommen. Die hätten so eine, wie soll ich sagen, die hätten so eine, vom Talent her, alles verstanden, was die Trainer halt wollen. Also auch das Taktische und das Technische. Haben die da alle. Ja, die spielen heute. Was man schon sagen muss, das finde ich auch, dass die Trainingsgegebenheiten heute, also wenn man heute mal bei Red Bull ist so ein Paradebeispiel oder Manchester City, Real Madrid, wenn man in diese Trainingszentren reinschaut, auch Liverpool, also sie haben ja von A bis Z alles. Ja, da gibt es auch, früher hat man wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich 1, 2, 3 Coaches gehabt, heutzutage haben die einen Trainerstab von 10 bis 15, da gibt es einen Fitnesscoach, also alles Mögliche. Ja, jeder hat einen Trainer. Ja, jeder Einzelne hat so ungefähr einen Trainer. Also du sagst auch, dass die frühere Garde, die großen Fußballer heute auch genauso groß geworden werden oder auch über allem standen? Weil man muss ja sagen, Pelé und Maradona waren natürlich schon über allem gestanden. Ja, das ist ja klar. Das waren aber Einzelkämpfer am Platz. Die waren ja auch extrem in der Mannschaft. Ne? Ja. Die waren nie bei dem Essen mal dabei. Die waren ja extrem, die waren ja weg. Die waren ja unterwegs da und hatten mit der Mannschaft wenig zu tun. Ja, aber letztendlich auf dem Spielfeld entscheidet sich sowieso immer alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs von früher, wie Heinz Flohe zum Beispiel, wenn ich den mal nenne, der könnte heute locker mitspielen. Ja. Aber man muss auch sehen, ich glaube, da ist es auch wichtig zu sehen, wie würden die mit der heutigen Belastung, die weitaus höher ist als damals, auch klarkommen körperlich. Ja, ich denke, dass das nicht alle vielleicht mitgemacht hätten, aber ich glaube talentmäßig. Jetzt kommt der Punkt. Die Belastung, laut den Aussagen von einigen Spielern, wo ich mit zusammengespielt habe, Karl-Heinz Stiehl, ein Manager vom 1. FC Köln und so weiter, die Belastung war früher nicht weniger. Okay. Wir haben nur anders trainiert. Unsere Trainer haben es ja geschleift bis zum Kotzen. Ja. Ja, die also haben heutzutage würde man sagen, falsch trainiert früher? Ja, natürlich. Ja. Ja, wir haben bei 35 Grad haben uns 20 Kilometer laufen lassen, hinterher noch 10 mal 400 Meter, noch 3 mal 200 Meter, 2 mal 100 Meter, bis das es gar nicht mehr ging. Und dann durften wir noch nicht mal ein Wasser trinken. Ja? Das ist natürlich hart. So. Harte Schule. Wir hatten danach, weil die Trainer haben gesagt, der Körper muss trocken bleiben. Es gibt nichts zum Trinken. Da bekamen wir am Abend im Trainingslager zum Essen eine 0,2 Flasche Wasser. Also, ich glaube, das ist auch, brauche ich nicht sagen, ist aber auch medizinisch erwiesen, dass das völlig falsch ist. Der Blödsinn. Weil sonst würden die heute diese Belastung gar nicht aushalten. Ja, in den 70er Jahren war das einfach so, dass Sepp Herberger hat das erfunden. Das weiß ich. Sepp Herberger gesagt, ihr dürft nichts trinken, weil die auch 54 Weltmeister geworden sind. Haben die alle gesagt, das stimmt, die dürfen nichts trinken. Ja.
Ja, klar. Können wir Wasser trinken. Gibt ihm recht. Weltmeister, aber trinken dürfen nichts. Ich würde gerne wissen, was passiert wäre, wenn sie hätten Wasser trinken dürfen. Dann wären sie ja... Ja, schon. Ja, aber natürlich, ich kann es so offen sagen. Wir waren im Trainingslager mit Aachen in Holland. Und dann habe ich gesagt, Jungs, pass auf, ich habe heute eine Zerrung. Ja. Ja, wie Zerrung? Pass auf, ich sage, ich fahre jetzt weg. Ich fahre nach Aachen mit meinem Auto, wir waren mit den Autos im Trainingslager. Und dann gehe ich zum Doktor hin. Und dann sollte mir einen halben Tag mal krank schreiben oder irgendwas. Bin ich reingefahren und habe zuerst mal 15 Kisten Wasser ins Auto gesetzt. Ja. Vom Supermarkt und 2 Flaschen Bier, 2 Kasten Bier dazu. Ja, und die heutzutage- habe ich dann im Wald versteckt. Ja. Die habe ich, weil es so heiß war, habe ich das mit dem Spaten eingegraben, damit es schön kühl bleibt. Ja, Wahnsinn. also von daher war das wirklich, und wir haben getrunken aus dem Kran natürlich. Ne? Wir haben die Dusche ausgetrunken. Also heutzutage braucht sich Die die kriegen das Profis aufs keine Spielfeld gebracht. mit Elektrolyten und so weiter. Nein. Das waren alles Fremdwörter. Ach, was früher halt noch. alle erzählt haben. Trink ja kein Wasser in der Halbzeit nicht. Es gibt dann Seitenstiche. Ja. Und da kannst du nicht mehr laufen nicht und was. Das habe ich schon mit 15 in der Jugend mitbekommen. Ja, nicht trinken. Also man hört tatsächlich, dass das ein großer Unterschied ist. Ich kann es mir auch vorstellen. Ja. Also ich habe von meinem Papa auch einige Geschichten gehört, auch zum Thema Nachtleben. Steht auch einiges hier im Buch drin, ist wirklich extrem interessant. Und da muss man auch schmunzeln, heutzutage alles eigentlich undenkbar. Weil du vorher gesagt hast, Sie waren nie dabei beim Essen und so weiter. Wie war es denn damals? Ich meine, ihr habt mit Sicherheit das ein oder andere Mal mehr einen gehoben als die Profis heute. Ja, die können ja nirgendwo mehr hingehen, weil jeder sein Handy zückt. Früher war das nicht so leicht. Ich weiß aber aus deinen Geschichten, dass das schon manchmal vorkam, dass man einen Sieg länger betrunken hat als normal. Ja, also ganz normal. Allerdings weiß ich nicht, was die Spieler heute trinken. Sonst könnte ich da was dagegen stellen. Ich weiß ja nicht, was die heute trinken. Ja, Gin Tonic. Ja, dann ist es ja gut. Wenn Dann überhaupt. sind wir in etwa gleich. Bei uns war es Whisky Cola. Ja. Aber es ist doch so, früher hast du nach dem Spiel, im Bus ist schon losgegangen. Wenn du von Kiel bis Aachen mit dem Bus gefahren bist, das waren ungefähr 800 Kilometer, da war das nicht lustig zurückzufahren, wenn du verloren hattest. Ne? Ja. Und da wurde halt jede Raststätte angefahren, überall gab es ein Kisten Bier wieder neu. Ja. Und dann bist du halt in Aachen angekommen und warst weg, sinnlich weg. Würdest du sagen, sowas würde den heutigen Profis manchmal nicht schaden, um einfach auch Genau. das Gemeinschaftsgefüge so ein bisschen zusammenzulassen? Weil heutzutage ist es schon so, ich habe es ja so ein bisschen nur mitgekriegt, bei mir hat es nur bis Regionalliga gereicht, aber auch da war es schon so, dass man eigentlich gemerkt hat, dass es bei einigen viel um die Plätze geht, dass man spielt, es geht um Auflaufprämie und. Ich glaube aber, dass da das Mannschaftsgefüge einfach weitaus besser war damals. Genau nicht. Ah, okay. Genau warum nicht. Es war genau dasselbe Geschoss wie sonst. Es wird gegeneinander geschossen. Es gibt keinen Freund in der Mannschaft, früher auch nicht. Schon mal gar nicht. Und wenn du irgendwo als Neuer gekommen bist, also wie ich nach Aachen gekommen bin, da war es aber schon, da kommt irgendwer vom 1. FC Köln. Kölner mögen wir sowieso nicht in Aachen. Und das war schon eine harte Schule, bis dass ich da mal da Fuß gefasst habe. Das Gleiche war in Österreich. Okay. Es durften nur 3 Ausländer spielen. Ja. Und die haben genau gewusst, 3 Österreicher hätten jetzt spielen dürfen, jetzt kommen 3 Deutsche daher. Oder damals, wie ich gekommen bin, waren wir 2 Jugoslawen und ich als Deutscher. Und es wurde auch am Training, es wurde auf die Füße geklopft. Jeder wollte seinen Stammplatz Also haben. war das damals auch schon so? Das war damals vielleicht noch krasser. Ja. Nur, die Presse war nicht überall dabei. Man zwei Ja, bei Reporter uns ist mal was passiert mit Schlägereien auch auf dem Platz. Aber das wurde nicht geschrieben, weil keiner am Platz war. Ja, klar. Ja, es kam, einer hat angerufen am Mittwoch, gibt es irgendwas? Ne, es gibt nichts. Ja, okay, da sind wir am Samstag im Stadion. Das war's. Heute stehen die mit 25 Mann da und warten auf wenn die irgendwas. Ultras dann sind, ja, richtig, genau. Ne? Heute sind die jeden Tag an der Säblerstraße oder wo auch immer, bei jedem Club. Und wenn ich ab und zu mal am Geisbergheim bin und schaue mir im Training an, da sehe ich immer nur Kameras. Aber letztes Mal war ich da, wo 6 Kameras da gestanden. Ja. Mitten in der Woche, war gar gespielt. Ja. Ja? Ja, das ist also. Das ist viel schlimmer Das heute. ist, glaube ich, wirklich schwierig auch, weil ich sage jetzt mal ein richtiger bekannter Profi, also ich sage jetzt nicht mal Messi oder Ronaldo, die können sich ja nirgendwo mehr blicken lassen, aber es geht auch um normale Profis, die haben halt nirgendwo ihre Ruhe tatsächlich auch. Ja, ist bei Filmstars und so weiter auch so, aber grundsätzlich werden die natürlich brutal auch in ihrer Freizeit eingeschränkt. Absolut. Was auch nicht immer so schön ist. Und da muss man auch mal verstehen, wenn der eine oder andere dann nicht so gut drauf ist, einfach mal seine Ruhe haben will. War das bei euch auch schon so krass, wo man sagt, ich kann in Köln oder in Aachen nicht rumgehen, weil ich da angequatscht werde? Man ist angequatscht worden, aber fast immer positiv. Okay. Ja.
Es war natürlich so, wenn du verloren hast und sitzt da mit einer Flasche Whisky in der Disco, das ist dann nicht lustig. Das macht man nicht, das haben wir nicht gemacht. Moment, da muss ich eingreifen. Das nach stimmt Niederlagen. nicht. Das stimmt nicht. Welche Niederlage war es? Ich weiß noch einen Zeitungsausschnitt, ich weiß nicht, ob es aus der Bild-Zeitung war. Alemannia Aachen verliert, aber Jupp Bläser wird Schlagerparty-Sänger oder was war das? Nein. Ich bin vom Platz gestellt worden. Und oder so, rote Karte, genau. Ja, gut. Und hast am Abend bei einem Gesangswettbewerb mitgemacht in der Disco? Ja, aber nicht an den Abend. Das war ein anderer Abend. Ah, okay, alles klar. Es gab viele Abende. Ja. Du warst in der Disco, glaube ich. Ja. Und es war ein Gesangswettbewerb, Schlagerwettbewerb, genau. Den du grandios gewonnen hast. Ja, genau. Muss man auch mal Den machen. habe ich gewonnen, aber mit Unterdruck, weil ich habe 2 Freunde dabei gehabt, weil die wollten mich an zweiter Stelle setzen. Ah, okay. Die 2 Freunde habe ich dann zur Jury geschickt und habe gesagt, droh den ein bisschen. Ja. Und dann habe ich dann den ersten Platz. Habe ich bei den Erfolgen noch vergessen? Ja, wenn wir schon beim Spiel verloren haben, dann wollte ich jetzt da gewinnen. Dann war es auch noch auch zu sehen, oder was ich noch weiß, ist, man kennt von früher auch noch oder gibt es ja heute noch, wo man die Bild-Zeitungen aus dem Kasten haut, tut 50 Pfennig rein. Und da steht immer die Hauptschlagzeile von dieser Seite. Ja. Und ich weiß noch, da stand irgendwann mal, Alemannia verliert 5-3 und gewinnt 5-3. Oder gewinnt 5-3, aber Bläser flog vom Platz. Genau. Hast du, glaube ich, noch zu Hause, oder? Ja. Das Original habe ich noch. Macht stolz, oder sowas? Ja, total. Jetzt weiß ich auch, also habe ich im Bett hängen. Die Leute, die mich kennen vom Fußball, dann weiß ich auch, von wem ich das Ganze habe. Ja, ach so, natürlich, ja. Genau. Ja. Wir kommen zu den Profis zurück. Ja. Möchte ich noch 2 Sachen aufgreifen. Ich habe ein Faible für Trikots. Ich sammle sie, du weißt es. Wenn du die Trikots heute anschaust, du kennst ja auch, du hast ja selber welche. Wie ist der Unterschied? Ja. Sehr gute Frage. Ja. Also heute könnt ihr euch glücklich schätzen, solche Trikots zu haben. Ja. Also sagen wir mal so, entweder bei Regen, Schnee oder wenn es ganz heiß war, wenn das Trikot geschwitzt war, war es 30 Kilo. Kann man sagen, es war 3 Baumwolle, Kilo schwerer. Oder? Es war Baumwolle. Ja. Und es hat sich aufgesaugt. Ja, da hast du Übergewicht gehabt danach. Ja, ja. Ja, im Spiel hast du 2 Kilo abgenommen und das Trikot hat 3 Kilo zugenommen. Ja. Was haben die Trikots damals, also bei dir, glaube ich, gab es ja noch keine zu kaufen. Nein. Noch nicht. Die kamen ja erst dann, auch mit Uli Hoeneß, glaube ich, war der Erste beim FC Bayern, der Trikots... Der hat das in England gelernt und übernommen. Oder in Amerika, glaube ich sogar, ja. beim Football. Ja, zuerst und dann ist er nach England. Genau, ist ganz interessant. Wo dann die Fußballer waren. Da gab es die ersten. Und wenn man sieht, was die Trikots heute kosten, also wir bei den Senioren bei Bayern, wir haben auch die Spielervariante Trikots, also da ist man bei 140 bis 150 Euro dabei. Für so ein Ding. Die Fanshop-Trikots kosten 120, aber der Stoff ist natürlich schon Wahnsinn. Ja, also es ist natürlich um einiges. Also ich wäre glücklich, wenn ich mit so einem Trikot hätte spielen dürfen. Immer. Vor allem das nächste ist ja, die Profis kommen ja zum Spiel, ich glaube gefühlt alle 2 Monate in neuen Kollektionen, neuen Farben. Habt ihr überhaupt Trainingsanzüge gehabt früher? Ja, schon. Also einheitlich, mit dem Geißbock drauf oder? Nein, einfach von Adidas. Einen Trainingsanzug blau mit weißen Streifen. Ja. Ende der Sendung. Oder heutzutage, gelb oder rot. Oder wäre heutzutage auch wieder in. Wäre wieder in, ja. Aber zum Trainieren. Es gab auch die Ausgehanzüge. Haben wir auch gehabt. Ja. Die also nur für Busfahrten sind und so. Also nicht zum Grätschen oder zum Trainieren. Die mit Busfahrten, und die mussten wir auch anziehen, war Pflicht. Ja, und wir hatten Ausgehanzüge, wenn wir zum Baguette eingeladen waren, wo dann ein Sakko mit Hose, mit Weste, mit Krawatte und so weiter. Das war dann, wenn wir ins Ausland geflogen sind. Diese Ausgehanzüge hast du leider nicht mehr, gell? Nein. Genau. Hast du alles verschenkt? So wie die getauschten Trikots, die heute Hunderte von Euro wert wären. Die Geschichte lassen wir weg. Aber ich nehme mal auch jetzt die langen Reisen, wenn du jetzt sagst, vorher hast du gesagt, von Aachen bis Kiel. Ich nehme mal an, dass der Bus auch nicht so ausgestattet war wie die heute. Ich kenne ja den Bus auch von Bayern, weil wir oft damit wegfahren. Ja. Aber die haben Liegeflächen, es gibt eine Küche drin, es gibt WLAN drin, das gab es bei euch sowieso noch nicht. Ja, ihr habt heute das Hilton Hotel. Ja, das ist richtig. Ja, wo ihr mit der Fahrt, bei uns waren noch nicht mal Toiletten drin. Wahnsinn. Also das heißt eigentlich, wenn du was getrunken hast und bei 20 Leuten, die da drin waren, 25 Leute mit Masseur und alles drum und dran, und musstest du als jeder dritten Raststätte anhalten. Kurze Raucherpause. Raucherpause und Pinkelpause, oder wie das heißt. Ja. Eine musste groß, der andere klein, der nächste, war die Flaschen Bier wieder drin. Der nächste, und die Touren waren ja weit. Wir haben ja nichts geflogen außer Berlin. Bei Berlin war die Mauer noch.
Also das ging ja gar nicht, muss fliegen. Ja. So. Und, aber dann ging es von Aachen nach Bremerhaven, nach Kiel, nach Wolfsburg. Das war eine Tour. Wir sind auch Donnerstag oder Freitag schon gefahren, wenn wir Samstag gespielt haben. Also geht das gar nicht. Klar. Ja. War zwar immer schön, so lustig und so, wenn wir dann gesungen haben und so, falls wir mal gewonnen haben. Aber es war einfach so. Keiner hat gemeckert. Es war einfach so. Der Bus steht da, der Dings hieß Karl-Heinz, der Fahrer. Und dann ist Karl-Heinz, schönen Samstag noch. Und dann sitzen wir in der Bus drin und fahren. Und dann wieder zurück. Und so. Das war überhaupt keine Affäre. Und die Fans, die haben das mitgemacht. Die sind mit dem Bus hinterher. Ja. Und wenn es nur 3 waren. Ja. 3 Busse. Ganz viele interessante Geschichten. Es gibt auch, wie gesagt, viel in diesem Buch zu lesen. Ich könnte Stunden zuhören. Leider ist die Zeit immer relativ knapp. Ich habe zum Schluss noch eine Fragerunde tatsächlich für dich und ein bisschen kurz halten die Antwort. Bester Spieler, gegen den du je gespielt hast? Schwierig. Bester Spieler. Also mir würden 2 einfallen. Gerd Müller. Gerd Müller, ja. Hätte ich auch gesagt. Aber du hast unter anderem auch gegen Cruyff gespielt. Nicht direkt. Also nicht direkt. Also zu zweit. Aber der direkte Spieler war Gerd Müller. Montanes und ich haben ja, ihn, kann ich verstehen. Also das Cruyff weniger. Aber Gerd Müller auf jeden Fall und Horst Rubesch. Das glaube ich auch, das ist ein richtiger Kanten. Ja, gut, das war ja. Härtestes Spiel deiner Karriere? Härtestes Spiel? Von der Härte her oder vom ja, oder schwerstes Spiel? Schwerstes Spiel. Schwerstes Spiel, 1. FC Köln, Schalke 04. Ja. Erste Bundesliga in Köln, Radrennbahn, 30.000. Von der Nervosität her, vom Klaus Fischer, der hat mir am meisten gefordert. Habe ich auch mein bestes Spiel gemacht. 3-1 gewonnen, 2-mal verloren. Und ja, das war's. Super. Schönstes Erlebnis deiner Fußballkarriere? Deutscher Meister mit der Jugend. Verstehe ich. Und Europacup, Teilnahme am Europacup mit Linz. Hast genau. Am letzten Spieltag. Richtig. Was hättest du gemacht, wenn du kein Profi geworden wärst? Das wäre schwer zu beantworten. Ich habe Maler gelernt, was ich aber nur gemacht habe, weil ich was zu tun hatte. Ich wollte es eigentlich gar nicht, aber das war eigentlich richtig. Aber ich wäre immer gerne, was ich am Schluss auch nach meiner Karriere immer gemacht habe, in den Vertrieb gegangen. Ja, immer Verkäufer und mit den Leuten Kontakt halt und so weiter. Das wäre immer mein Beruf gewesen. Also das habe ich auch ausgeführt und immer. Super. Wenn du mit einem historischen Fußballspieler aus jeder Zeit spielen könntest, wer wäre es? Beckenbauer. Ja, habe ich gewusst. Sofort, da brauche ich nicht reden. Brauche ich überhaupt nicht überlegen. Also Kaiser ist unantastbar. Ja, muss man sagen. Ich hatte das Erlebnis, ja, ihn kennenzulernen. Ja. Steht da im Buch drin. Und, ich weiß auch, dass, also kurze Geschichte dazu, wir waren beim Doppelpass zusammen. Genau. Vor weiß ich nicht, 20 Jahren. Und ich weiß auch noch genau, wie wir da standen im Publikum und der Franz ist zu dir gekommen und sagt, Servus Jupp, wie geht's dir denn? Also genau. Da hat es mich ein bisschen aus den Sitzen geschleudert, aber war ein tolles Erlebnis. Ja. Schnellfragerunde ist eigentlich selbsterklärend. Nein, oder wie? Ja, anders. Köln oder FC Bayern? Köln. Dunkles Bier oder Kölsch? Kölsch. Schweinebraten oder halve Hahn? Schweinebraten. Oh. Podolski oder Overath? Overath. Ja? Immer. Ja, ist klar. Immer. Overath ist die richtige Nummer 10. Köln, deutscher Meister oder Deutschland Weltmeister? Köln, deutscher Meister. Ja? Ja. Sehr gut. Das ganz klar. Gefällt mir. Jetzt kommt die beste Frage, weil ich weiß, du bist ein riesen Udo Jürgens-Fan. Udo Jürgens oder Brinks? Beide. Beide? Ja. Du musst dich für eins entscheiden. Brinks. Brinks, sehr gut. Sehr gut. Ja, Leute, das war's mit einer ganz besonderen Folge mit meinem Papa zusammen. Papa, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Es hat riesen Spaß gemacht. Wir können ja noch weitere Stunden hier sitzen und weitersprechen. Es ist sehr interessant. Ja, vergesst bitte nicht mein Gewinnspiel. Ich war dabei, das Buch von meinem Papa. Wir verlosen es 5-mal. Ihr könnt ganz einfach mitmachen. Abonniert meinen Kanal, liked das Video, kommentiert das Video mit dem Wort Jupp und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Es ist also ganz einfach. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei meinem Podcast Sonntagsschuss. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nächsten Videos verfolgt, beim nächsten Podcast oder vielleicht auch im Stadion. Es sind einige Spiele im Februar angesetzt, die sehr interessant sind. Deswegen
Abonniert den Kanal, um das Ganze nicht zu verpassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt bis dahin gesund. Ciao, servus, euer Tschuppi.